Hallo Frau Rudolph, wir sind jetzt ungefähr 4 Monate nach Ihrer gesichtsangleichenden OP. Und ich hätte ein paar Fragen dazu. Die erste ist, warum haben Sie eine FFS machen lassen? Weil es nötig war. Mit anderen Worten, nee, Sie haben ja das Ergebnis vorher gesehen, dass die Veränderungen, die sich in einem Gesicht durch eine testosterongetriebene Pubertät ergeben, sind einfach vorhanden. Und nicht alle davon sind Weichteilgewebe, viele davon sind eben Knöchel. Und ich wusste, dass egal wie lange ich auf Hormonersatz bleibe, das wird sich niemals ändern. Und um einfach mit mir selbst ins Reine zu kommen, um in sozialen Situationen diesem Stigma, das Menschen wie mir leider in der heutigen Gesellschaft immer noch anhaftet, entgehen zu können und halt vor allen Dingen um den Blick in den eigenen Spiegel auch als was Positives zu empfinden, habe ich diese Operation gesucht und könnte nicht glücklicher sein, darum was getan zu haben. Und warum sind Sie dafür zu mir gekommen? Da sind 2 ganz große Faktoren reingeflossen. Das eine und für mich das Wichtigste an dem ganzen Thema ist, dass Sie mithin einer der bekanntesten und Chirurgen mit dem besten Ruf sind für diese spezifische Operation. Und die Erfahrenheit des Operateurs ist sicherlich einer der maßgeblichsten, ausschlaggebendsten Kriterien für einen Erfolg dieser Operation. Und ich meine, es geht ums Gesicht, also da sollte man nicht einfach sich darauf verlassen, dass das schon alles gut werden wird, sondern es eben daran zu setzen, dass jemand das tut, der versteht, was er da macht. Und der nächste Faktor ist, ich bin in Deutschland, in der Mitte von Deutschland und ich wollte ganz gerne nicht, dass meine Klinik, mein behandelnder Chirurg auf der anderen Seite der Welt ist. Also natürlich könnte eins irgendwie nach Thailand fliegen oder sowas in der Richtung. Allein, wenn irgendwelche Komplikationen auftreten, dann bedeutet das, ich sitze 16 Stunden im Flieger. Und hier bin ich in 4 Stunden im ICE. Also das ist diese Schnittmenge von Faktoren hat einfach dazu geführt, dass es einfach die logischste und beste Variante war, das hier zu tun. Und was hat die OP Ihnen gebracht? Bitte? Was die mir gebracht hat? Ja. Also zum ersten Mal so in der ersten Phase nach der Operation eine ganze Menge Unsicherheit, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil als diese ganzen Schwellungen und frischen Narben da waren und blauen Flecken etc. war natürlich das Gefühl schon, um Gottes Willen, was hast du da nur getan? Allein, das änderte sich dann natürlich relativ zügig. Also spätestens einen Monat Post-op war ich sehr, sehr zufrieden damit. Und was mir das gebracht hat, wenn ich mir Fotos von vorher anschaue, dann erkenne ich mich darauf nicht. Wenn ich mich jetzt anschaue auf Fotos im Spiegel, dann sehe ich, ja, das bin ich. Und das allein ist das ist natürlich immer so ein bisschen so ein philosophisch strittiger Punkt, das überhaupt in Geld bewerten zu wollen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das in irgendeiner Form vergleichen kann. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich würde es gegen nichts eintauschen wollen. Und ganz objektiv im Alltag. Also es begegnen transidenten Menschen eine gewisse Ausgrenzung aus der Gesellschaft, ein gewisser Vorbehalt, mit dem Menschen einem begegnen und das ist einfach weg. Schön. In der Tat. Können Sie noch ein bisschen mehr erzählen über das Abheilen nach der OP? Das war ein rechter Prozess. Es dauerte eine ganze Weile. Ich habe jetzt bis vor gut 2-3 Wochen habe ich immer noch gemerkt, wie weitere Schwellungen irgendwie zurückgehen, wie es sich weiter verändert hat. Es war auch nicht unbedingt ein linearer Prozess. Es ging mal so ein bisschen vor, es ging mal so ein bisschen zurück. Ups. Ich hatte ein paar Dinge, die mich dann auch erschreckt haben, wo dann irgendwie Nähte eventuell irgendwie so ein bisschen gesuppt haben, wo es dann irgendwie besondere Schwellungen und Hämatome gab, die lange gedauert haben. Die ganze Sensorik, die ganze Einschränkung danach mit, ich konnte ein paar Wochen lang nicht wirklich richtig essen, wegen der Betäubung der Oberlippe etc. Ich gestehe, das habe ich unterschätzt. Hätte ich gewusst, was das wird, dann hätte ich es trotzdem gemacht, gar keine Frage.
Allein, es war halt, ja, es war schon heftiger, als ich erwartet hatte. Mhm. Okay. Sie sind auch eine Woche im Gästehaus gewesen? Genau, ich war eine Woche hier. Ja. Das war super. Also ich bin, das ist nicht unbedingt die Erfahrung, die man sonst so mit Klinikaufenthalt, mit Krankenhaus verbindet. Es waren viele, viele tolle Menschen hier. Ich habe dauerhafte bleibende Freundschaften geschlossen. Petra ist eine ganz, ganz großartige und ich war gerne hier, ganz ehrlich. Das war schön. Mhm. Okay. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren vor der OP, noch einen Rat geben könnten, hätten Sie einen und was würde das sein? Vor der Operation, wie viel vor der Operation? So mit 15 oder sowas in der Richtung vielleicht? Da hätte ich einen großen Rat, ja, mach's jetzt sofort, warte nicht. Also ich habe diese Operation relativ früh in meinem Weg, habe ich die angestrebt, unter anderem auch, weil die Möglichkeit, eine FFS durchführen zu lassen, eine Gesichtsfeminisierung durchführen zu lassen, mit einer der maßgeblichen Teile war, weshalb ich mich getraut habe, zu mir zu stehen. Mhm. Und ich habe ich glaube 11 Monate vor Monatsatz habe ich diese Operation angestrebt, auch wenn viele Leute gesagt haben, warte mal, da passiert noch was. Und die haben natürlich recht. Aber ganz ehrlich, das war genau der richtige Zeitpunkt. Ich würde es nicht anders machen. Das war klar, wenn ich es mit 23 hätte machen können, wäre es natürlich schön gewesen, ja, aber so ist es halt. Eine letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP hier in dieser Klinik, mal mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte. Gerne, gar kein Thema, jederzeit. Das ist sehr lieb. Vielen Dank fürs Interview. Immer.